Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. So. Jetzt gucken wir mal. Erkundung der Ausgrabungsstätte, genau. Da ist was. Ich sollte die Ausgrabungsstätte bei der römischen Ruine in der Altstadt erkunden. Okay. Hier ist eine Karte. A plan for this whole operation. Da ist ein Zettel. Titus Lemonius Grab gefunden. Unweit von Korinth konnte der britische Archäologe Sir George Griffiths das gut erhaltene Grab eines römischen Legaten, Befehlshaber Arnem de Pfeff namens Titus Lemonius ausfindig machen, der einst das legendäre Schwert von Romulus besessen hatte. Ein Geschenk von Augustus, erster römischer Kaiser, ne, ihr wisst schon, höchst selbst. In einem Exklusivinterview bezeichnete Sir George den Fund als unbezahlbaren Kulturschatz der Menschheitsgeschichte. Der Eingang zum Grab wurde gefunden, als mehrere Lehmsteinblöcke nahe markanten Statuen entfernt wurden. Sir George vertritt die Auffassung, dass die 4 Statuen am Fundort einen Bezug zu Titus Leben haben. Bei 2 der Statuen handelt es sich um weibliche Statuen. Die eine, vermutlich eine Mutter, trägt einen Korb mit Früchten und hat ihren Blick gen Westen gerichtet. Die andere hält eine Sichel in der Hand, die den Herbst symbolisieren könnte, und blickt gen Osten. Sir George vermutet, dass es sich bei den 2 Statuen um weibliche Darstellungen des Windgottes Zephyros, Westwind, und dessen Bruder Euros, Ostwind, handelt, wobei er die Statue der Mutter der Zephyros hält. In diese Szenerie passend eingebunden sind die Statuen der beiden Brüder Titus und Vitus. Der Erfolg der beteiligten Archäologen wurde bereits von der Krone gewürdigt. This might prove useful. I'll note it down. Mein Gott. This reminds me of my father's room. Na gut. Na, warum packt denn das jetzt so? Packt ihr so komisch? Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or 2. Übertreib nicht. Titus und Vitus Lemonius. Titus und Vitus Lemonius waren legendäre Legaten in der frühen römischen Kaiserzeit. Ihre militärische Laufbahn begann mit der Niederschlagung der Aufstände der Bellovaker und Allobroger. Bei der Belagerung von Mutina und in der Schlacht bei Actium gehörten sie zu den wichtigsten Befehlshabern. Als Augustus als erster römischer Kaiser den Thron bestieg, erhielten die Brüder 2 gleiche Schwerter, die wahrscheinlich einst Romulus und Remus gehört hatten. Als Legaten waren die 2 Brüder anschließend an der Eroberung der Provinzen Dalmatia und Afrika beteiligt. Sie waren bekannt dafür, vor allem niedere Gottheiten zu verehren. Titus betete zu Euros, sein Bruder zu Zephyrus. Mein Gott. Alles, was wir über die Brüder wissen, entstammt den Aufzeichnungen von Plinius dem Älteren. Titus kleidete sich in das Fell eines Löwen, wobei er den Löwenkopf über dem Helm trug. Eine Tradition, die er aus seiner Zeit als Signifer übernommen hatte. Vitus trug einen Schild, der so groß war, dass er den ganzen Himmel zu bedecken schien. Wo genau sich die Gräber der Brüder befinden, ist nicht überliefert. Als historisch erwiesen gilt jedoch, dass Titus im Frühling des Jahres 10 nach Christus und Vitus im Herbst des Jahres 12 nach Christus starb. So, haben wir noch was? Ne, da kann man noch runtergehen. Da. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. So. So, ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder hakt hier. Weil sonst ist ja blöd. Achso, das ist er. Mein Gott. Ich dachte schon. Okay, dann schauen wir mal weiter. Da ist ein Kopf. Statuenkopf. So, gucken wir mal, was hier ist.
Guten Tag. Gehen wir erstmal da hoch, oder? Oh Gott. Hier ist auch eine Statue. Mit Sichel. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. A goddess? A mother? Someone's wife? Da ist was. There were 4 statues here originally. I wonder what the 3 other statues look like. Tja. Wie haben die ausgesehen, ne? Wenn wir das wüssten. Okay, sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Hier gibt es nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr. Okay. Was ist hier? Oh mein Gott, geht noch weiter hier. Gehen wir mal hier hin. Was ist da? Da ist eine Flasche. Ich glaube, wir müssen dahin, ne? Da ist doch was. Ein Buch. Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert. What was so important about these books? Or did you simply need Ach, some das war das teaching? Buch, oder was? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Ah. Das haben wir geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Wir nur erkunden, oder? Ja. Aber das tun wir ja schon. Ach so, das war hier wieder. War hier nicht was? Nee. Nee, fragen muss ich nicht, ne? Nee. Einfach nur erkunden. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Ach, hier. Da ist wieder so ein Teil da. Warte mal, wie geht es nochmal? Ach, Quatsch. Wie ging das? Zuhören. Achso, so. Welche Statue wurde beschädigt? Statue zertrümmert? Ja. Nö. Nö. Pff. Ja. Nö. Nö. Ja. Ja. Nee, falsch. Ah doch, jetzt. Arthur Swifts Forschungsarbeit. Arbeiter fanden auf der Ausgrabungsstätte eine Statue mit einem Löwenhelm. Sie stand ursprünglich auf dem Sockel, der dem Strand am nächsten ist, aber einer der Arbeiter rempelte den Sockel an. Daraufhin fiel die Statue zu Boden und zerbrach. Der Sockel steht weiterhin in umgekipptem Zustand an Ort und Stelle. Okay. Oh mein Gott.
Okay, da kommen wir jetzt nicht weiter. Da oben war ich ja schon, ne? Ja, das da, ne? Muss hier was machen? Nö. Mal gucken, vielleicht ist hier eine Höhle oder so. Aber ein Schiff ist da. Naja. Gehen wir nochmal da hoch. Gucken wir nochmal. Nochmal. Ach, hier, da ist noch was. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Erkundung der Ausgrabungsstätte. Eine Inschrift nahe den 4 Sockeln lautet übersetzt: Unweit von hier ruht Vitus. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt, denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Oh Gott, jetzt kommt das wieder, ne? Jetzt kommt die Reihenfolge wieder. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Bitte nicht. Eins, zwei, drei. 4 Stück. Ja gut, das geht ja noch. Okay, also. Was haben wir denn da alles? Das sollte ich jetzt wissen. Ach du Scheiße. Warte mal, da ist die mit dem Sichel. Ja, das stimmt, ne? Oder ist da noch mehr mit Sichel? Ach so, wie rum oder was? Oh. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Oder müssen die alle nach innen gucken? Warte mal. Hä? Was ist das für ein Quatsch? Nee, so. Stimmt das schon? Ich weiß gar nicht. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, Nee, der Siegel ist da nicht. Nein. Achso, Korb. Ah ja, stimmt. Korb mit Dingsbums, ne, war das. Probieren wir's mal. You're not even Nee, trying, auch nicht. Sherry. Concentrate. Ja, ich weiß halt nicht, in welche Richtung, ne? Du Scheiße. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Jetzt kann ich ja jede Richtung probieren. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Nach hinten mal gucken. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Hä? Ja, woher soll man das denn wissen? Woher soll ich wissen, welche Richtung die gestanden hat? Okay, wir gucken nach. Da check ich überhaupt nichts.
Okay. Bam, 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 bam. Am Ende muss es so aussehen. Ach du Scheiße. Okay, also. Also immer im Kreis rum, oder was? Okay, Sichel. So. Also hier andersrum gestanden hier. So. Und da. So. Der stimmt. Und der da. So, das müsste richtig sein jetzt. Oh mein Gott. Ja. It seems everything's in place. Now, Woher weiß man das? let's see what this has to tell us. Okay. So, Gedankenspiele. Jetzt haben wir hier wieder was. Frische Wunden. Nee. Ah, das passt zusammen. Okay. Mr. Swift gegen Schuppenwand geprallt. Professor Swifts Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit einer Schuppenwand auf Theodors Gildens Anwesen hervorführen. Okay. Mr. Swift könnte am Tatort gewesen sein. Als Mr. Gildens starb. Ein Loch. Paul Perkins könnte... Nee, das da. Ja, das da dann. Okay. Da haben wir das auch. So. Und wo ist jetzt das Grab? Ach so Scheiße. Dokumente. Okay, Titus. Dingensbums. Also eine Statue mit einem Löwenhelm, sie schon im Sockel. Und wo ist jetzt das Grab? Hier oder was? Oder wo? Das soll ich jetzt wissen. Ach du Scheiße. Ach so, ich muss das da einschalten jetzt. Achso. Warte mal. Ne, ich muss nochmal hoch. Ich muss das einschalten. Dieses Auge ist da, deswegen muss ich das da machen. Oder? Nee. Nee, hier nicht, ne? Was? Ah, doch, hier. Da. Da geht die Spur runter. Doch zum Strand hin. Oh, da hinten ist was, oder? Da. Aha. Das ist Grab? Oder was? Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Was? Was tun die da?
Darf ich jetzt da hin? Are you able to help me? I like you, friend, but I can't help you. Nee, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ja und jetzt? Was mache ich jetzt? Mal hochgehen, oder wie? Hä? Ich habe das Grab gefunden, was ist mit dieser beschäftigt, sollte die Gelegenheit beim Schopf packen und mir seinen Arbeitstisch genauer ansehen. Ach so. Warte mal. Okay. Sein Arbeitstisch. Oben, ne? Ja, genau. Na gut. Gibt's ja was zum Lesen, was? Aha. A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Ein paar Pfeile. Von Rüsseln und Stoßzähnen. Oh, der zoologische Bestseller von Rüsseln und Stoßzähnen stellt eine tiefgehende wissenschaftliche Beschreibung der Elefanten dar. Das Leben der grauen Riesen, sowohl in Gefangenschaft als auch in der Wildnis, wird fast schon enzyklopädisch analysiert. Ein besonders wichtiges Kapitel beschreibt die Paarungszeit der Elefanten, in der sie äußerst gefährlich werden können. Darüber hinaus gibt das Buch Hinweise darüber, wie man mit den riesigen Säugetieren kommunizieren und interagieren kann. Ledernes Tagebuch. Das Tagebuch von Arthur Swift. Er beschreibt darin detailliert sein Leben und seine Forschung. Aber was noch wichtiger ist, es enthält Aufzeichnungen über einen Disput mit Theodor Gilden hinsichtlich der Ausgrabungsstätte. Tag 1224. Bei Theodore dreht sich alles nur ums Geld. Soll das sich doch lieber mal ein vollständig ausgebildetes Gehirn kaufen, der wieder endlich intelligent genug ist, um das große Ganze zu erkennen. Die Welt dreht sich nicht um seinen verfluchten Elefanten. Wir bleiben nur noch ein paar Monate, bis er mit dem Bau beginnt. Er hat ja nicht einmal die nötige Vorstellungskraft, um die Ausgrabungsstätte zumindest mit einem ästhetisch ansprechenden Projekt zuzupflastern. Elfenbeinbäder, an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten. Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, die von unschätzbarem Wert sind, werden unter Belanglosigkeit begraben werden. Hey, what do you think you're doing? Jetzt geht's los. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Wann sahen Sie zuletzt Mr. Gilden? When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Wo waren Sie heute Morgen? Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked?
I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were, and it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research, or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Beweis präsentieren. So, jetzt geht's los. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. So, nächstes. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Moving on. I've nothing to add. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. I'm a busy man. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. So, nächstes. I'm a busy man. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. I've nothing to add. Moving on. I'm a busy man. Your partner had a very specific attitude Drohbrief. towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper.
Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Moving on. Moving on. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? Eine Menge Hinweise. No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Moving on. I've nothing to add. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. So. Schlüsselhinweise erhalten. Alle Hinweise erhalten, okay. Das heißt, die Ausgrabungsstätte ist jetzt vorbei, oder? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Kann mal kurz gucken. Ja, ist weg. Okay. Zack, 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 zack. So, Gedankenspiele. Können wir auch mal kurz gucken noch. Da passt schon mal gar nichts. Okay, das passt. Mr. Swift schützte seine Forschung. Arthur Swift schrieb sein Leben der Erforschung der Menschheitsgeschichte und hätte das sicher nicht aufgeben sollen. Okay. Da haben wir nichts. Okay, da haben wir noch was. Ich muss Goliath finden. Goliath ist gefährlich und könnte für den Fall jedoch wichtig sein. Ich muss ihn mit seiner Paarungswilligkeit anlocken. Oh Gott. Jetzt geht's aber los. Parfümflasche müssen wir dann noch mit der Chemie rummachen. Und hier Goliath auf der Spur. Da müssen wir ihn finden. Machen wir aber erst in der nächsten Folge hier bei Sherlock Holmes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.